Was bedeutet echt Spiritualität? Liebe Freunde, Hut sprechen wir über ein Wort, das viel Menschen bewegt. Spiritualität. Doch was bedeutet sie wirklich? In unserer Zeit wird Spiritualität oft dargestellt als etwas Schönes, Likes, Angenehmes. Als eine Art Wohlfühlprogramm. Als ein Trend, den man sich nennen kann. Doch echt Spiritualität ist etwas anderes. Sie ist kein Lifestyle. Sie ist kein Konzept. Sie ist kein schneller Weg zu Glück oder Erfolg. Echt Spiritualität ist ein Weg der inneren Reifung. Der Weg der Wahrhaftigkeit. Der Kern echter Spiritualität ist Wahrhaftigkeit. Das bedeutet, ehrlich mit sich selbst zu sein. Sich selbst zu erkennen. Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Das klingt einfach. Doch es ist ein tiefer Weg. Denn Spiritualität bedeutet nicht nur, das Licht in sich zu sehen. Sie bedeutet auch, die eigenen Schatten zu erkennen. Angst, Verletzungen, Unbewusst Muster. Erst wenn wir bereit sind, uns selbst wirklich zu begegnen, beginnt echtes Wachstum. Spirituelle Reifung. Spiritualität ist ein Reifungsprozess der Seele. Sie zeigt sich im inneren Wandel. In der Entwicklung von Mitgefühl. In der Bereitschaft zu lernen. In der Verbindung zu einer tieferen Wahrheit. Es geht nicht darum, höher zu werden. Es geht darum, tiefer zu werden. Der innere Kompass. Echt Spiritualität bedeutet auch, dem eigenen inneren Kompass zu vertrauen. Nicht blind jeder Mode zu folgen. Nicht jede Autorität über sich zu stellen. Der Mensch trägt die Verbindung zur Wahrheit bereits in sich. Spiritualität bedeutet, die Stimme wieder zu hören. Die zu folgen. Spiritualität im Alltag. Der wichtigste Prüfstein echter Spiritualität ist nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir leben. Wie gehen wir mit Menschen Wie reagieren wir in Konflikten? Sind wir ehrlich? Sind wir mitfühlend? Spiritualität zeigt sich im Alltag. Nicht in besonderen Momenten, sondern in den gewöhnlichen. Zeichen echter Spiritualität. Echt Spiritualität bringt Veränderungen herbei. Mehr Wahrhaftigkeit. mehr Demut, mehr Liebe, Mehr Verantwortung. Mehr inneren Frieden. Mehr Dankbarkeit. Der Mensch wird einfacher. klarer, Verbunden mit allem Leben. erkennt. Wir sind alle auf dem Weg. Gefahren der oberflächlichen Spiritualität. Doch es gibt auch Formen von Spiritualität, die nur scheinbar spirituell sind. Wenn Spiritualität zu stolz wird. Zu Überlegenheit. Zu Flucht vor Problemen. Wenn sie dazu dient, das Ego zu starken Stadt es zu transformieren. Vom ich zum du, vom du zum wir. Dann ist sie nicht echt. Echt Spiritualität macht nicht lauter. Sie macht stiller. Nicht überheblich. Sondern demütig. Die Frucht der Wedges. Ein alte Weisheit sagt. An den Früchten erkennt man den Baum. Nicht wird Segen Spiritualität. Sondern das Leben eines Menschen. Wird jemand liebevoller? Freier, wahrhaftiger, Dann ist Spiritualität lebendig geworden. Ein großer geistlicher Lehrer der frühen Christenheit, der Apostel Jakobus, hat einmal gesagt: Der Glaub ohne Werke ist tot. Jakobus war ein Mensch,
der Jesus sehr nahe stand. Erkannt, dass echt Spiritualität nicht nur in innerer Erkenntnis besteht, sondern sich im Leben bewahren muss. Spirituell einzigt tätig Liebe gehören untrennbar zusammen. Spiritualität verhält sich dort, wo sie in Engagement für andere Menschen für die Schöpfung sichtbar wird. Jeder Mensch hat dabei seinen eigenen Weg des Dienens. Der ein dient durch Kunst, der andere durch Begleitung. Der ein durch Heilung, der andere durch Mitgefühl. Der ein durch Sozialverantwortung, der andere durch Stillpräsenz. Hier erholt auch der Unterschied zwischen verbalen Christen und gelehrten Christen eine besondere Bedeutung. Die große Herausforderung besteht darin, ein Themawürfelung des Lebens zu vermeiden. Das Leben eigentlichen Sinn vorbei zu leben. Geschichtlich wissen wir, dass das Christentum als Staatsreligion in den Anfangsjahren auch die Reichen mit dabei haben wollte, so kann man nachvollziehen, dass die Theologie so angepasst wird, damit es ihnen gefällt. Wenn für einen Sieg im Krieg gebetet wird, so fragt man sich, was das noch mit Spiritualität zu tun hat. Auch der Gegner ist Evangeliets Gottes, Teil der einen Menschheitsfamilie. Die ursprüngliche Botschaft vieler spiritueller Lehrer war radikal. Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, Barmherzigkeit, Verbundenheit. Echt Spiritualität erkennt dies Einheit in der Vielfalt. Sie sucht nicht den Sieg über den anderen, sondern die Heilung der Ganzen. Spiritualität ist kein Ziel, das man erreicht. Sie ist ein Weg. Ein Weg, immer mehr der Wahrheit in sich selbst zu begegnen. Ein Weg des Wachstums. Ein Weg der Liebe. Ein Weg der inneren Freiheit. Die Wahrheit ist das die schönste Kenntnis. Dass dieser Weg jedem Menschen offen steht. Hier, jetzt, in diesem Moment. Wann, wenn nicht jetzt?